Es ist Mittwoch, der 6.11. Ich bin schon sehr lange unterwegs, beziehungsweise mein Tag ist schon etwas älter. Wir haben 16:45 Uhr, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit meinen Standardkaffee getrunken, diesmal mit 16 Gramm Kokosöl, also 2 Kaffee insgesamt, mit insgesamt 16 Gramm Kokosöl. Den trinke ich momentan nach wie vor sehr gerne. Ich muss auch zweimal Sport diese Woche machen. Heute werde ich aber definitiv keinen Sport machen. Ich habe noch nicht gefrühstückt, weil es mir einfach den Appetit verschlagen hat. Heute ist der Tag, an dem Kamala Harris nicht gewonnen hat. Und ich finde es total bitter. Es hat mich total entsetzt. Ja, so ein bisschen hat man ja in sich drin damit gerechnet, aber es ist für mich unverständlich, wie man sich für Hass entscheiden kann, wie man sich gegen so viele Menschen stellen kann, so viele Minderheiten, wie man nicht in der Lage ist, über sich selber drüber zu stehen und einfach eine Frau zu wählen, obwohl sie eine Frau ist. Es gibt so viele Punkte, die mich einfach aufregen, nach wie vor, aber ich bin auch dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar an diesem Tag dafür, dass ich in Deutschland lebe und dass wir hier ein Verhältniswahlrecht haben. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in Deutschland lebe und dass wir hier ein Verhältniswahlrecht haben. Weil sonst hätten wir das gleiche Debakel. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass bei uns die Parteien eigentlich zusammenarbeiten müssen, beziehungsweise oft koalieren müssen und miteinander reden müssen. Theoretisch, wenn das praktisch auch nicht immer so funktioniert, weil halt alle irgendwie immer in diesem Wahlkampfmodus sind. Trotzdem bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe und dass wir Verhältniswahlrecht haben nach so einem Tag. Und ich habe jetzt alles so ein bisschen verkraftet. Für mich war jetzt auch nochmal total krass, die Erfahrung zu machen, dass es mir bei sowas wirklich den Appetit verschlägt. Also das war mir schon vorher klar, dass bei Sachen, die ich für mich total einschneidend finde oder die mir einfach die Sprache verschlagen, dass ich dann einfach keinen Hunger habe, beziehungsweise keine Lust habe zu essen. Das war mir zwar so schon immer klar, dass das bei mir so ist. Ich habe das auch oft erlebt. Aber eigentlich bin ich ja überwiegend ein emotionaler Esser. Eigentlich tendiere ich dazu, in Situationen, mit denen ich nicht so gut umgehen kann, mehr zu essen. Und das hat sich bei mir in den letzten Jahren gelegt. Und trotzdem war es bei mir auch immer gleichzeitig so, dass mir oft, wenn ich einfach für mich dramatische Situationen erlebt habe, dass ich dann einfach auch keinen Appetit hatte und nichts gegessen habe. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Wie gesagt, wir haben 16:48 Uhr. Ich befinde mich jetzt aber kurz vor meinem Frühstück. Ich werde natürlich kein Mittagessen essen. Ich werde später noch was zu Abend essen. Und jetzt werde ich erstmal mein Frühstück genießen. Und zwar gibt es für mich das hier wieder ähnlich wie die letzten Tage, weil wenn ich dann was habe und es passt für mich, kriege das schnell vorbereitet, dann spielt das sich in meinem Kopf schnell ab und dann bereite ich es mir einfach zu. Und ich stehe ja momentan voll auf Äpfel. Das sind wieder 2 Mini-Äpfel, die ich essen werde. Da freue ich mich auch total drauf. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so einen Apfelhieb habe, aber irgendwas ist da drin, was ich dann brauche. Dann gibt es hier für mich 4 Scheiben Schafskäse. Den esse ich ja momentan total gerne. Der kommt, glaube ich, aus Spanien. Ich fange ja jetzt langsam wieder an mit dem Käse und ich genieße es nach wie vor und ich mag diesen Käse besonders gerne. Deswegen habe ich mir auch wieder geholt. Dann gibt es für mich hier 15 Gramm Butter. Nee, 19 Gramm Butter. 19 Gramm Butter. Ich dachte eben, nee, dann komm, mach noch. Passt jetzt von den Kalorien, pack drauf. Ich hätte sonst 15 Gramm genommen. Und dann gibt es für mich diesmal statt Brot oder Maiswaffeln oder Schwarzbrot einfach Reiswaffeln. Also es war auch nichts anderes da. Deswegen gibt es die Reiswaffeln. Ich habe aber jetzt auch Bock drauf auf die Reiswaffeln. Ich habe gestern schon so gezuckt, irgendwie soll ich mal Reiswaffeln nehmen. Heute tue ich es nicht, weil nichts anderes da ist. Die Wahl war jetzt nicht schwer, aber ich freue mich drauf, das jetzt zu genießen. Und ich habe jetzt auch Hunger. Also ich habe nicht so Lust zu essen, aber ich habe auf jeden Fall einen riesengroßen Hunger und ich merke, mein Körper braucht das. Und deswegen werde ich das jetzt essen und auch genießen dabei. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen von dem Schock erholt. Ich bin ja 3 Wochen zurück. Es kann ja auch sein, dass jetzt in Deutschland noch irgendein Chaos entsteht. So aufgrund der Einstimmigkeit der Ampel, sage ich jetzt mal. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich in Deutschland lebe. Ich bin da wirklich... Ich bin so dankbar dafür. Aber ich hätte so gerne diese positive Welle erlebt. Aber gut, ist jetzt nicht so. Ich werde jetzt mein Essen genießen und ihr seht gleich mein Abendessen. Und wir haben bestellt und ich kann es mir heute leisten. Ich kann es mir heute wirklich leisten, weil ich noch nicht so viel gegessen habe. Ich habe nur mein Frühstück zu mir genommen. Ich habe nichts quer gegessen. Ich hatte einfach keinen Hunger zwischendurch, beziehungsweise keine Lust, irgendwas zu essen. Ich hatte auch keine Lust,
was weiß ich, Plätzchen mir zu nehmen als Ersatz. Keine Ahnung. Wir haben bei meinem Lieblingsvietnamesen bestellt, dem Vietnamesen, bei dem ich eigentlich nicht mehr bestellen wollte, weil die mittlerweile so wenig Gemüse mit ins Essen reinmachen. Und Gemüse ist für mich mit das Wichtigste. Ich habe jetzt einfach drunter geschrieben, dass ich gerne etwas mehr Gemüse dabei hätte. Lieber etwas weniger Reis, aber ich glaube, Reis haben sie fast genauso viel genommen. Ich weiß nicht ganz, ob es funktioniert hat. Ich werde es jetzt erstmal essen und dann werde ich feststellen, ob es gemüsemäßig für mich passt. Also wenn ich Gemüse quasi zusätzlich noch dazu wählen könnte, würde ich das mehr Gemüse auch bezahlen. Aber es ist für mich mit am wichtigsten, dass ich einfach ausreichend Gemüse in meinem Essen habe. Und wenn ich beim Vietnamesen bestelle, dann erwarte ich das irgendwie, dass da ausreichend Gemüse drin ist. Und die haben halt ihre Gemüseportionen verändert und deswegen haben wir da eigentlich nicht mehr bestellt. Aber ich weiß, dass es mir super gut schmecken wird, weil es ist mein absolutes Lieblingsrotes Curry, sage ich jetzt mal. Und ich habe mit Tofu bestellt, weil ich total Bock drauf hatte. Und bei denen mag ich den Tofu auch am liebsten. Ich freue mich richtig drauf, das jetzt zu genießen. Ich habe mir 150 Gramm Reis abgewogen. Ich glaube, da waren so 200 bis 250 drin. Ich habe jetzt bei 150 Gramm Stopp gemacht. Und dann gibt es hier aber noch eine Frühlingsrolle mit dazu. Die werde ich auch einfach genießen und ich bin total happy. Ich dachte erst, okay, heute kannst du mal den Tag so richtig unterkalorisch gestalten. Aber ich glaube, auch mit dieser Frühlingsrolle und dem Essen hier habe ich meine Kalorien definitiv eingehalten. Ja, ich werde das jetzt genießen und wir sehen uns später. Hier ist Next Day Letty. Ich hatte gestern überhaupt keinen Bock mehr, ein Abschlussgespräch zu machen. Der Tag war mir einfach zu heftig. Gestern Morgen war ja klar, wer der nächste US-Präsident wird. Und gestern Abend war klar, dass unser Finanzminister entlassen wurde, was mich total beflügelt hat. Das hat mich wirklich aus meinem US-Wahl-Down rausgeholt. Ich finde das dann auch immer so spannend, wenn dann so ein Politkrimi losgeht. Also für mich war das wie so ein, ja, Politkrimi kann man jetzt nicht sagen, aber ich finde das dann einfach so spannend, wenn dann da mal Bewegung reinkommt und man das so verfolgen kann und was die einzelnen Leute sagen. Ich bin da immer Feuer und Flamme und das hat mich wirklich aus meinem Tief rausgeholt, weil ich einfach unseren Finanzminister nicht mehr sehen kann, beziehungsweise konnte. Und ich hoffe damit, dass diese Partei einfach erstmal raus ist, so, dass die nicht wiedergewählt wird. Ist mir aber auch egal. Für mich war einfach diese Partei nicht kompromissbereit. Die war immer so auf dem Ego-Trip in dieser Ampelkoalition. Und ich war auf einmal total froh, dass die erstmal weg vom Fenster sind und dass jetzt wieder Bewegung bei uns reinkommt, weil es irgendwie sich alles wie Stillstand angefühlt hat. Und es hat mich irgendwie so beflügelt, weil ich jetzt gedacht habe, okay, also ich bin 3 Wochen zurück, also wenn ihr das seht. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber es kommt jetzt Bewegung rein in Deutschland und es wird jetzt irgendwas passieren und das bedeutet, dass etwas Neues auf uns zukommt. Auch wenn jetzt die CDU nicht unbedingt meine Partei ist, mir ist das mittlerweile egal. Ich will einfach nur, dass sich was bewegt. Obwohl ich das aus meiner Sicht ein bisschen schade für die Grünen finde, weil ich fand die nicht so schlecht. Also ich bin eher in die Richtung orientiert, aber jeder Mensch hat ja andere Ansichten beziehungsweise guckt anders hin. Mein Blick ist positiv auf die Grünen gerichtet. Das war für mich so spannend. Ich saß so lange quasi vor dem Fernseher, dass ich gedacht habe, nee, jetzt ist es zu spät mit meiner Endbesprechung. Und ich bin auch so froh, dass mich das aus diesem US-Wahldrama rausgeholt hat. Und jetzt aber mal von diesem ganzen Zeug weg. Ich habe meine Schritte voll gemacht und ich musste noch 800 Schritte gehen. Die bin ich in der Wohnung noch hin und her gedüst und ich bin total happy, dass das nicht so viel war, weil ich hatte da eigentlich keinen Bock drauf. Ich habe aber auch mit dem Auto ein bisschen weiter weggeparkt, bewusst. Deswegen hatte ich dann meine Schritte relativ schnell voll. War für mich jetzt gestern auch kein Problem. Ich bin aber richtig happy, dass ich gestern keinen Sport gemacht habe, weil das für mich auch so nervlich und zeitlich gar nicht drin gewesen wäre. Also wenn ich es mir vorgenommen hätte, dann hätte ich es sowieso verschoben und mich dann wahrscheinlich ein bisschen schlecht damit gefühlt, weil politisch gestern so viel geschehen ist, was mich emotional wirklich mitgerissen hat. Mehr habe ich gestern auch nicht erlebt. Das war im Endeffekt mein ganzer Tag. Ich habe versucht klarzukommen. Ach so, und mein Abendessen. Mein Abendessen war natürlich super lecker. Es hat mir richtig gut geschmeckt und ich war total happy, dass ich so viele Kalorien quasi noch übrig hatte, dass ich das entspannt essen konnte. Ich hatte ein bisschen mehr Gemüse drin. Ich bin gut satt geworden, aber ich bin nicht pappsatt geworden, obwohl ich noch eine Frühlingsrolle gegessen habe. Also ich war leicht satt, aber nicht übersättigt. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich meine Kalorien eingehalten habe. Das war jetzt auch schon mein gesamter Tag. Ich war auf jeden Fall total froh, als ich in meinem Bett zusammengesunken bin. Wie immer, mein Bett. Es ist so viel passiert an dem Tag. Ich musste mit so viel klarkommen. Ich glaube, alle mussten mit so viel klarkommen. Mir taten vor allen Dingen auch die US-Bürger leid, die demokratisch gewählt haben. Ich war erst gegen 2 im Bett. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.